Das Morgenlicht scheint durch das grüne Blätterdach der Kiefern und taucht die verlassene Straße im Wald von British Columbia in ein warmes, reines Gelb. Auf der sauberen Asphaltstraße bewegte sich der schwarze Polizeiwagen langsam zwischen zwei Reihen hoher Kiefern hindurch, deren Blätter in der leichten Brise raschelten. Officer David Harris fuhr mit seinem Partner Mark Turner an seiner Seite, beide waren im frühen Frühling auf einer Morgenstreife. Das Licht wurde durch die Windschutzscheibe reflektiert und warf die Schatten zweier Menschen auf den tiefgrünen Waldboden, wo das schimmernde Sonnenlicht von den Kiefernblättern reflektiert wurde. Das Zwitschern der Vögel verbreitete sich weithin, vermischt mit dem Geruch von Kiefernharz und feuchtem Gras, und ließ die friedliche Szene wie ein lebendiges Bild der Natur erscheinen. David lächelte und sagte, dass das Wetter heute schön sei und hoffte, dass sie während ihrer Patrouille auf keine Probleme stoßen würden. Doch als er die nächste Ecke erreichte, wurde er plötzlich langsamer und blickte mit zusammengekniffenen Augen nach vorne, wo eine große braune Gestalt stillstand. Am Straßenrand lag ein riesiger brauner Grizzlybär mit gesenktem Kopf, sein Körper war schwer, als wäre er nach einer langen, anstrengenden Reise erschöpft. Sein Fell war verfilzt und staubig, das Sonnenlicht spiegelte sich in seinem goldgrauen Fell und seinen massiven Schultern. Ein alter Autoreifen steckte fest um seinen Hals und hinterließ tiefe Spuren am Hals, die rote und geschwollene Haut hinterlassen. David bremste sofort, ein leises Quietschen war zu hören, die blinkenden roten und blauen Lichter spiegelten sich in den taufeuchten Baumstämmen. Die beiden beobachteten durch das Glas. Der Bär war nicht wild, er atmete nur schwer, und seine trüben Augen waren voller Schmerz und Verzweiflung. Es hob den Kopf und blickte zum Auto. Klare Tränen flossen herab, spiegelten sich und funkelten im reinen, goldenen Sonnenlicht. Aus seiner Kehle drang ein leises Geräusch, teils Stöhnen, teils stummer Hilferuf, das durch den Wald hallte. David umklammerte das Lenkrad fest, sein Herz hämmerte, und er spürte die Hilflosigkeit der riesigen Kreatur. Mark hob sein Telefon und machte ein paar Fotos, seine Hand zitterte leicht im hellen goldenen Mittagslicht. Der Frühlingswind wehte durch die Luft und trug den Duft von Kiefernharz und das Geräusch fallender Blätter mit sich, wodurch eine stille Atmosphäre entstand, die herzzerreißend war. Die beiden sahen sich an, ihre Augen waren voller Mitleid und Angst, denn sie wussten, dass der Bär jetzt Hilfe brauchte. Im schimmernden Sonnenlicht sorgte das Bild des riesigen Tieres, das seinen Kopf senkte, dafür, dass der ganze Wald plötzlich seltsam still wurde. Mark hielt das Walkie-Talkie in der Hand, seine Stimme zitterte leicht, als er der Rangerstation von der Situation mit dem gefangenen Bären berichtete, der gerettet werden musste. Über den Lautsprecher antwortete eine Stimme und forderte sie auf, das Fahrzeug nicht zu verlassen, einen Sicherheitsabstand einzuhalten und auf die Ranger zu warten, die ihnen helfen würden. David nickte, schaltete die Sirene aus, um das wilde Tier nicht zu erschrecken, und starrte dann auf den grünen Wald vor ihm. Der Bär bewegte sich langsam, sein Hals zitterte schmerzhaft, die Reifen drückten ihn zusammen, sodass sein Atem schwerer und mühsamer wurde. Die Speicheltropfen fielen auf die helle Straße, reflektierten das Sonnenlicht und funkelten wie Kristall. Mark senkte leicht den Kopf, sein Blick schwieg, sein Herz schmerzte bei diesem herzzerreißenden Anblick. David versuchte, ruhig zu bleiben, das Licht spiegelte sich deutlich in seinem Gesicht in der dunklen Kabine. Sie konnten nur still da sitzen und dem Geräusch des Windes, dem Geräusch des Waldes und dem schweren Atmen dieses riesigen Wesens lauschen. In der Ferne stürzten sich ein paar Vögel herab, schlugen mit den Flügeln und flogen wieder auf. Beim Fliegen glitzerte das Sonnenlicht. Die beiden warteten schweigend, die Sekunden dehnten sich zwischen dem stillen Wald und dem hellen Mittagslicht. Fast 30 Minuten später hallte in der Ferne das Geräusch eines Motors wieder und mitten auf der sonnigen Straße erschien ein waldgrüner Pickup. Zwei Ranger, Lucas Brown und Ella Morgan, stiegen aus und trugen Betäubungsgewehre und spezielle medizinische Ausrüstung. Das vom Logo des kanadischen Rangers reflektierte Licht lässt den gesamten Wald in einem kristallklaren Grün erstrahlen. Lucas ging näher heran, konnte den Bären genauer betrachten und erkannte, dass er möglicherweise in einem Reifen von einer Mülldeponie in der Nähe des Silver Creek Lake stecken geblieben war. Der Bär sah sie an und knurrte schwach. Seine Augen waren trüb, leuchteten aber immer noch vor schwacher Hoffnung.
Sie einigten sich auf einen Plan, Lukas bereitete die Narkosepistole vor und Ella bereitete die Medizin und die medizinischen Handschuhe vor. Ein leises Zischen ertönte, der Pfeil flog davon, das metallische Licht blitzte im strahlenden Waldraum auf. Die Nadel traf ihr Ziel, der Bär erschrak und fiel langsam auf das weiche Gras, das in warmes, gelbes Sonnenlicht getaucht war. Der Wind legte sich, der Raum war so still, dass nur das gleichmäßige Atmen des bewusstlosen Tieres zu hören war. 4 Personen gingen vorwärts, ihre Schatten waren lang auf der hellen Straße und reflektierten das blaue Licht des Polizeiautos dahinter. Ella legte dem Bären vorsichtig ein Tuch um den Hals, um die verletzte Haut zu schützen, bevor sie den Reifen herausschnitt. Lukas schaltete den Handrasenmäher ein. Die Stahlklinge glitzerte im Sonnenlicht und gab ein kurzes Pfeifgeräusch von sich, das durch den ganzen Wald hallte. Gummistaub und winzige Funken wirbelten auf, das glitzernde Licht spiegelte sich in den sanft zitternden grünen Kiefernadeln. Nach 15 angespannten Minuten gab das Gummi schließlich nach und der schwere Reifen fiel mit einem dumpfen Knall zu Boden. Die beiden Polizisten und Lukas hoben es schwer atmend und mit Schweißperlen auf der Stirn vom Hals des Bären. Als die Haut unterhalb des Halses freigelegt wurde, waren sie schockiert, als sie eine tiefe, rote, blutige Wunde sahen, aus der schmerzhafter gelber Eiter sickerte. Ella öffnete die Arzttasche, reinigte die Wunde mit einer antiseptischen Lösung, der Geruch der Medizin verbreitete sich im Waldwind. Das Licht wurde von der Medizinflasche in ihrer Hand reflektiert und glitzerte wie ein silberner Streifen im hellgelben Sonnenlicht. Lukas wischte den Schlamm vorsichtig mit einem Wattestäbchen ab und verband sorgfältig den Hals des Bären. Das reinweiße Band hob sich deutlich vom zotteligen braunen Fell ab und reflektierte das Licht der Mittagssonne deutlich. David betrachtete diese Szene, seine Augen waren still, sein Herz war voller Mitleid und Bewunderung. Mark bückte sich, um zu helfen, und seine Hand zitterte leicht, als sie das dicke, weiche Fell berührte, das noch warm vom Atem war. Sie gaben ihm eine Spritze mit einem Aufputschmittel und zogen sich dann zurück, sodass das Tier im friedlichen Licht des Waldes ruhen konnte. Der Wind wehte, die Blätter des Waldes zitterten sanft, das Licht schimmerte, als wolle es eine gerade erfolgte Befreiung feiern. Die 4 standen in einer ruhigen und wohlwollenden Atmosphäre herum und beobachteten schweigend, wie sich das riesige Wesen erholte. Ein paar Minuten vergingen, der Körper des Bären zitterte leicht, seine Augenlider bewegten sich und öffneten sich langsam im hellen Licht. Es holte tief Luft, hob leicht den Kopf und seine schwarzen Augen reflektierten das Sonnenlicht zwischen den grünen Blättern. Der weiße Verband um seinen Hals hob sich von seinem goldbraunen Fell ab und reflektierte das reine Mittagslicht. Es versuchte aufzustehen, schüttelte seinen ganzen Körper und ließ den Staub der Sonne wie goldene Lichtpartikel herumfliegen, die tanzten. 2 in der Nähe geparkte Autos reflektierten ihre rot-blauen Blinklichter auf der nassen, glänzenden Haut des Tieres. Der Bär blickte zu den 4 Menschen, die in der Ferne standen, seine Augen waren friedlich, sanft und strahlten stille Dankbarkeit aus. Es stieß einen leisen Schrei aus, dessen Klang weit durch den Wald hallte und wie ein aufrichtiges Dankeschön an die Menschen klang. Eine sanfte Frühlingsbrise wehte, der Duft des Waldes breitete sich aus und goldenes Licht tanzte auf den mit weichem grünem Moos bedeckten Baumstämmen. Der Bär drehte den Kopf und ging langsam auf den Wald zu, sein Gang war fest, sein Hals leicht und frei. Das Licht drang durch die Blätter, schien auf ihre Rückseite und erzeugte einen strahlend goldenen Streifen in der reinen Luft. Die 4 Personen standen still, keiner sagte etwas und beobachtete nur, wie die große Gestalt langsam im weiten Wald verschwand. Vor dem blauen Himmel flog ein Vogelschwarm vorbei, der silbrig-weiß leuchtete und die Ruhe der Natur in sich trug. Die Mittagssonne schien auf die Straße, die Kiefernblätter reflektierten das schimmernde Licht wie Gold in der ganzen stillen Gegend. Lukas drehte sich um und sah die beiden Polizisten an. Er lächelte leicht, und das Sonnenlicht, das durch die Baumkronen schien, spiegelte sich auf seinem verschwitzten Gesicht. David erwiderte das Lächeln und seine Augen strahlten vor dem einfachen Glück, das er gerade im tiefen Wald erlebt hatte. Sie schüttelten sich die Hände und waren voller Stolz, weil sie wussten, dass sie das Richtige für die Natur getan hatten.
Die 4 Männer sammelten ihre Werkzeuge ein, legten den Reifen auf die Ladefläche des Lastwagens und schlossen den Deckel im hellen Nachmittagslicht. Die beiden Autos rollten langsam über die belaubte Waldstraße, Licht schien durch die hellen Fenster. Das Motorengeräusch vermischte sich mit dem Rauschen des Windes und hallte sanft durch die kühle und friedliche Grünfläche. David blickte ein letztes Mal zurück in den Wald, wo noch immer schimmerndes Licht durch die grünen Blätter fiel. Das Frühlingssonnenlicht bedeckt die Straße, spiegelt sich in den Bäumen und Blättern und beendet die Geschichte von Mitgefühl und Wiedergeburt.